15. November 2020. Ich heiße Valia und ich bin Fotografin. Ich bin Landschaftsfotografin. Ich gehe an Kraftorte und ich mache da diese Bilder für euch. Eigentlich jetzt will ich nicht über mich reden, sondern ich mache ein Spontanvideo über alles, was um der Welt herum geht und was in mir geht oder vielleicht was in euch geht. Wie gesagt, ich bin Bulgarin und zurzeit mein Land hat die Entscheidung getroffen, wie sie mit der Situation mit Coronavirus umgehen wird. Bulgarien ist ein kleines Land. Sie ist ungefähr 1/3 von der Fläche von Deutschland. Und als kleines Land, sie hat sich immer von der großen Stärkeländer hingeguckt. Und dieser Frühling, als das erste Lockdown war und alles zu war, in Bulgarien waren sehr strenge Verbote, niemand dürfen rausgehen und Leute könnten auch nicht in ihre Dörfer gehen, wo sie ihre Obst und Gemüse gemacht haben, weil die Bulgaren haben sehr viele, sie wohnen in großen Städten, aber sie haben auch nebenbei auch Dorf mit Haus, wo sie auch eigene Gemüse und eigene Obst produzieren für sich selbst. Und damals haben sie unsere Regierung von der deutschen Regierung hingeguckt und hat alles zugesperrt. Jetzt, wo das jetzt zweite Welle überall verbreitet ist, hat die bulgarische Regierung andere Maßnahmen genommen. Unser Minister hat gesagt, dass die Leute werden nicht mehr zu in ihre Häuser. Wir tragen auch weiter Masken. Das ist eher so von Respekt, von der Regelung oder so, dass die uns gegenseitig trotzdem schützen. Hygiene ist sowieso immer dabei und Abstand. Nur diese Zumachen für die Leute in Häusern, es ist nicht stattgefunden. Außerdem in unseren Medien haben auch Nachrichten angefangen, die zum Beispiel keine mehr Angst von den Leuten machen, wie viel gestorben sind, da und da und da, sondern es ist sogar neulich das Chef von der oder die größte Krankenhaus in der Bulgarien, in der Hauptstadt Sofia. Er ist in der Fernseher eine Sendung gemacht, die zum Beispiel er gesagt hat, dass zum Beispiel sehr viele Ärzte brauchen auch keine Maske zu tragen, weil sie tragen es aber natürlich nur um Respekt, um andere Patienten keine Angst zu haben, weil zum Beispiel 300 Ärzte in diese Krankenhaus oder ich weiß wo genau nicht, aber wurden von diesem Virus sowieso betroffen und dadurch sie sind stärker geworden und sie brauchen gar keine Maske, sich zu schützen, weil sie könnten nicht mehr erkrankt werden und sie könnten frei zwischen die Patienten gehen. Aber natürlich die Respekt zu dem anderen, weil manche Leute haben ihre Angst, das ist ihre eigene Empfindung und ihr Recht, wie sie mit der Situation umgehen dürfen. Die Maske zu tragen, tragen sie trotzdem wegen dieser Respekt von der anderen. Und ich habe dieses Wort Angst sehr oft gesagt in der Video jetzt. Und vielleicht wollte ich ein paar Wörter dazu sagen.
ja, wie wir mit der Angst umgehen oder warum kommt diese Angst oder wir könnten uns schützen oder eigentlich, wie sollen wir mit Angst umgehen? Eigentlich, das ist etwas, die in uns liegt. Es kann nicht von außerer Welt uns etwas passiert, wenn wir nicht das erlauben, wenn wir diese Angst die drinnen in uns ist, nicht erlauben, rauszubrechen. Und jeder hat Angst, ich auch, obwohl ich da in der Gebirge ganz allein oft bin, weil einfach, ja, die Fotografen brauchen äh, mehr Zeit in der Gebirge und nicht immer gibt es Menschen dabei. Aber ja, ich habe mich zum Beispiel in die Gebirge immer gesagt, ja, ich gehe nach links und wenn irgendwelche wilde Tier ist, er darf nach rechts gehen, weil ich weiß, ich bin in der zu Hause von der wilden Tiere und tja, sie haben mich einfach da aufgenommen, ich durfte da reingehen, ich durfte da meine Bilder machen für mich und für euch und tja, so habe ich mit meiner Angst in der Gebirge umgegangen. Natürlich, das ist nicht bedeutet, wenn das irgendwo mich mit der Ranzen auf irgendwelche Gebüsch da berührt habe ich mich natürlich erschreckt, aber im Großen und Ganzen habe ich mich so meine Mitte gehalten, und ich habe immer geglaubt, dass ich so geschützt bin und ich mache eigentlich nichts Schlimmes da. Ich wollte nur etwas Gutes für die Leute machen, ich wollte etwas Gutes für mich machen, weil diese Gebirge, die ihr Teil von hier sieht an der Wand, sie haben mich sehr Gutes mir persönlich gemacht. Sie haben mich zuerst komplett von oben bis unten gereinigt, um überhaupt weiter etwas zu machen in meinem Leben. Und ja, so bin ich mit meiner eigenen Angst in der Gebirge zum Beispiel gegangen. Und es ist genauso in der Alltag von diesem unsichtbaren Virus. Er ist auch da und er existiert. Aber wenn wir nichts Böses denken, machen oder etwas von uns nicht etwas Schlimmes oder Negatives ist, ja, was bist du da zu Virus, was machst du, oh, ich will dich nicht, bäh. So, warum soll er uns etwas antun? Natürlich, ich schütze mich, ich mache alles Maßnahmen, ich desinfiziere meine Hände, ich halte den Abstand von der Leute, nicht weil ich Angst habe, dass sie eingesteckt zu werden, sondern von Respekt zu dem anderen, nicht weil ich besonders bin und mir würde jetzt der Virus nicht anstecken, wenn er will, aber ich glaube, wenn man von etwas Angst hat, diese Ding wird zu ihm gezogen. Und der Virus darf existieren oder darf sein, wo er will. Und ich will einfach meinen Fokus irgendwo anders lenken. Zum Beispiel, dass ich mich wohlfühle, dass ich in meiner Mitte bleibe und so dass ich für die anderen Menschen vielleicht etwas Schönes zu erzählen kann und irgendwie die anderen Menschen bewegen, wie sie selber in ihrer Mitte bleiben und sich wohlfühlen. Weil zum Beispiel die Leute in der Gebirge, in der wilden Gebirge, wo zum Beispiel keine Fernseher gibt, irgendwo in irgendwelche Hütte, vielleicht wissen nicht, dass sowas gibt. Und sie haben keine Information dazu. Deswegen sie haben keine Angst. Und jeder von uns, ich, du und jeder Einzelne, kann es entscheiden, wo seine Fokus lenken kann. Ob man Fernsehen anmacht und von vielen Sterbenden hört oder irgendwelche Zahlen, die man weiß nicht, was richtig ist, was falsch ist, oder viele Informationen lesen, weil ich bin auch Mensch, die auch sehr viel liest, sehr viele Bücher, sehr viele Informationen, und wenn
ich selber etwas machen soll auf meinen Körper oder ich lese viel darüber. Aber jetzt kommen wir zurück mit der Knopf vom Fernseher oder Fokus von der Leute, wo sie hinschauen und dadurch auch, wo ihre Realität entstanden, wenn sie an, falls das Fernsehen negative Sendungen oder immer negative Sachen gibt. Für mich, das wäre eine nicht so gute Umgebung, immer von diesen negativen Sachen zuzuhören. Oder Fernseher aus, ich gehe in der Natur, der Virus ist überall, auch in der Natur, er ist da, ich weiß, dass er da ist, aber ich lenke mich auf etwas Schönes, auf den schönen Baum, die ich draußen jetzt sehe, oder auf der schönen Natur, die irgendwo in der Gebirge ist, die sehr stark ist, oder einfach in jeder Ecke, in unsere Häuser rundherum. Die Sonne ist auch da und er ist jeden Tag für uns. Und wir könnten es einfach genießen, indem wir einfach gute Sachen beobachten. Unsere Fokus auf Positives und Gutes lenken. Das bedeutet, wir bleiben nicht blind zu dem anderen. Es gibt es Licht, es gibt es Schatten in der Welt. Die Schatten darf existieren, aber wir lenken nur unseren Fokus in der Licht, um uns besser zu gehen und so dass wir die auch andere Menschen, die rumherum sind, auch beeinflussen können mit unserem Wohlfühlen. Wenn wir uns in Freude sind, dann andere Leute werden auch mit der Freude eingesteckt werden oder mit der Ruhe oder mit der Liebe. Tja, jeder selbst weiß, wie er sich selber helfen kann, was ihm gut tut oder was ihm nicht gut tut. Und er selbst kann entscheiden, was er zuhören oder was er nicht zuhören werde oder liest oder macht. Und vielleicht das war es zuerst, das, was ich sagen will. Als Bulgarin, meine Videos in YouTube sind manchmal auf Bulgarisch, manchmal auf Deutsch. Auf Bulgarisch spreche ich es lieber, weil dann meine Sprache da eher fließt. Aber diese Videos ist in mir reingekommen, dass ich auf Deutsch reden will, egal wie meine Wortschatz oder die Sprache gut ist. Für mich war wichtig, das mit euch das mitzuteilen. Und ich freue mich, dass ich für euch das gemacht habe. Mit Liebe für euch, eure Walle A. Fotografie.